Es ist die Nacht des 29. November, als Team Vestas der schwere Fehler unterläuft, der zumindest das Aus für Etappe 2 im Volvo Ocean Race bedeutet. Der Volvo 65 rauscht mit voller Fahrt auf ein Riff des Mauritius-Archipels. Die völlig überrumpelte Crew erkennt Felsen im Wasser und versucht so schnell wie möglich die Segel zu bergen. Glücklicherweise sind alle wohlauf. Kurze Zeit später folgt ein zweiter Aufprall. Five hours to daylight, we're on the reef. Bow section is fine. The aft, can't quite say it's the same. What you just heard was a bit of cracking. Behind the bulkhead doors behind me, there is zero boat left. Rudders are gone. The aft section is fucked. Yeah. But everybody's safe, and we're just going to sit tight, and I think it's going to be alright. I think at the moment the safest place for us is still here on the boat. Yep. Sure. We're going to check out the tide charts to see tide increases, and it would make it safer for an exit out the back of the boat to the lagoon. I think it's too dangerous having to go out over the front, trying to swim out through breaking waves. Yep, agreed. 9 people on board, no personal injuries. Assistant we require immediate assistance to the abandoned ship. Over. So we just we gonna hold off abandon the ship. It was falling apart. Couldn't keep it together. Dry island between us and Albertica. Deployed the life raft and abandoned the ship. Stop the thing, guys. Now holding on to the life raft. No, I just wonder where, yeah. That's quite a big travel. Wir versuchen jetzt alles abzubauen, was für die Umwelt gefährlich sein könnte, und dann nehmen wir alles mit, was wir noch brauchen können. Wir gehen jetzt mal rüber und legen los. Sorry, mate. Yeah, no, I must admit. The other night was for sure that it was definitely the toughest night of my life, and for sure I think the same for the guys.
Das war mit Sicherheit die härteste Nacht, die ich je erlebt habe. Und das gilt auch für die Jungs. Wir sind mit 19 Knoten Fahrt auf das Riff gekracht und der Aufprall war unbeschreiblich. Wir werden jetzt versuchen, uns in den nächsten Tagen erstmal wieder zu sammeln und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich denke, dass man das Team nicht so einfach auflösen kann. You know, I just feel like we can't let this team stop. So we'll see where we can get to in the next few days. In einem aktuellen Interview versucht der australische Skipper Chris Nicholson zu erklären, wie es zu der Havarie kommen konnte. How this happened is a result of human error. Unfortunately and tragic, you know, I'd prefer to be able to say there's something wrong with the boat or something wrong with the equipment, but that's not the case. Leider war es menschliches Versagen. Ich würde hier lieber erzählen, dass es ein Problem mit dem Boot oder der Ausrüstung gab, aber das ist nicht der Fall. Auf der elektronischen Seekarte konnte man auf der ersten oder zweiten Zoomstufe nur erkennen, dass es dort 40 Meter tief war. Da ging es von 3000 auf 40 Meter hoch. Und das war die Tiefeninfo, die er mir gab. Und davon sind wir dann ausgegangen. Ein einfacher Fehler. Man hätte einige Stufen weiter hineinzoomen müssen, um zu sehen, dass dort tatsächlich Land ist. And that's what I operated with, and that's what I told the guys with, and that's the mistake. Simple mistake. You need to kind of go down a couple more layers until you find out apparently that there's land. Yeah, as skipper you end up with ultimate responsibility, but below that there's different sections of where. Ja, der Skipper trägt natürlich die Verantwortung, aber darunter gibt es auch Crewmitglieder, die eigene Bereiche verantworten. Und da ist dieser Fehler passiert. Als Skipper kannst du nicht überall zu 100% involviert sein. Da musst du auch deinen Leuten vertrauen. Das ist genauso wie in jeder Firma oder in jedem anderen Team auf der Welt. Du musst deinen Leuten vertrauen. Place that trust in the individuals to do their role.